Hallo, ich grüße alle ganz herzlich zu meinem neuen Video. Heute will ich ganz schnell ein paar Kekse machen. Und zwar, sie heißen Kurabier. Ich glaube, viele kennen das. Alles, was wir dazu brauchen, sind folgende Zutaten. Also für die Kekse heute brauchen wir 120 Gramm Butter. Sie muss weich sein. Ein Ei, 60 Gramm Puderzucker, 200 Gramm Mehl, ein halber Teelöffel Backpulver, Vanille nach Geschmack und ein halber Teelöffel Salz. Und für die Füllung obendrauf habe ich jetzt einfach selbstgemachte Marmelade, ist bei mir aus Kirsch, das ist Gelee, aber man kann nehmen alles, was man zu Hause so hat an Marmelade. So, legen wir los. Also als erstes werde ich jetzt die Butter hier in so eine Schüssel und ich schlage sie etwas. Es wird Zeit, dass ich meinen Mixer mal wechsle. Aber der läuft und deswegen ist mir schade, ihn jetzt irgendwie entsorgen. So, ich habe die Butter so eine Minute geschlagen. Jetzt tue ich das Butterzucker dazu und schlage das auch, bis es so ein bisschen weiß wird. Das an den Rändern alles zusammen. So, jetzt tue ich die restlichen Zutaten dazu. Halber Tee, also ein bisschen so, genau so. Und Salz. Das Ei kommt auch rein. Ich tue etwas Vanilleextrakt dazu. Ist jetzt nicht notwendig oder einfach Vanillezucker. Und mische das jetzt nochmal alles schön. Ich habe jetzt schön geschlagen. So eine Masse muss es sein. Jetzt werde ich das Mehl und die Backpulver mischen. Also normalerweise braucht man gar kein Backpulver in dieses Rezept, aber ich tue doch halbe Teelöffel dazu. So, jetzt werde ich das nach und nach beimischen. Mit dem Mixer brauche ich nicht mehr. Ich werde das jetzt erstmal mit dem Löffel. So, ich habe jetzt den Teig durchgemischt. Lange braucht man ihn nicht jetzt mischen. So ungefähr muss er sein. Der ist etwas klebrig. Das ist ja auch normal so. Ich muss ihn nicht ausrollen. Also dann werde ich es einfach mit der Hand verarbeiten. So, das ist jetzt fertig. So, mein Teig ist jetzt fertig und normalerweise muss man sie jetzt schon auch auspacken und in so einen Konditorsack reintun. Aber heute mache ich das nicht, weil mir ist das irgendwie zu mühsam gewesen und ich mache ja das auch für mich. Deswegen mache ich sie einfach mit der Hand, so runde Kugelchen. Wer zu Hause sowas hat, kann das auch machen. Ich mache das so, wenn ich jetzt zum Beispiel so besondere Anlässe mache ich das, weil es sieht schöner aus, ja. Aber wenn ich jetzt für meinen Gebrauch, für jeden Tag oder so, wenn ich so schnell Kekse will, dann mache ich sie einfach mit der Hand. So, ich tue mir ein bisschen meine Hände jetzt einfach mit Mehl und forme mir daraus einfach so Kugelchen und setze sie erstmal auf das Backblech. So, ich werde sie jetzt etwas so in Form bringen. Ich habe mir so ein bisschen Wasser genommen und mache hier so ein Loch. Da kommt jetzt die Marmelade rein.
So geht das auch. Man hat weniger Arbeit. Man muss nicht den Konditorsack nachher sauber machen. So, jetzt nehme ich mir so einen kleinen Löffel. Das ist noch von meinem Enkel. Passt ganz gut und fülle das mit Marmelade. Also ich habe jetzt hier einfach, ich habe sie selber gekocht mal, das ist so Kirschgelee. Nehmt einfach das, was man so zu Hause hat. Es ist natürlich besser jetzt gewesen, wenn man jetzt diese Konditorsack benutzen. Sieht viel schöner aus, aber naja. Hauptsache es schmeckt. So, ich habe sie jetzt alle fertig gemacht. Jetzt kommen sie in den Ofen bei 190 Grad. Ich habe ihn schon vorgeheizt, Ober- und Unterhitze, für ca. 10 bis 12 Minuten. So, ich habe jetzt meine Kekse rausgeholt. Sie waren da so 12 Minuten. Also sie dürfen auch nicht so braun sein. Das ist genau richtig so. Hier unten sind sie ja durch. Ist noch ein bisschen heiß. Ich lasse jetzt etwas abkühlen. So, ich habe meine Kekse jetzt fertig gebacken. Sie sehen jetzt zwar nicht so wie die echten jetzt Kekse, die jetzt wie früher gegessen haben, aber im Prinzip ändert das nicht. Hauptsache sie schmecken. Ich werde das direkt auch eins probieren. Von unten sehen sie so aus. Super. Gleich wird Tee getrunken.